Hallo liebe Häkelfreunde, dieser Kinderhoodie ist schnell und einfach gemacht und kann sowohl von Jungs als auch von Mädchen getragen werden. Er ist schnell übergezogen und kommt gerade recht für die Übergangszeit. Ihr könnt ihn in den Größen 122 bis 152 nacharbeiten. Was ihr dazu benötigt, findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diesen Kinderhoodie nehme ich die Horizon von hobbii.de. Sie besteht zu 100% aus Acryl. Ein Knäuel hat 200 Gramm und 550 Meter Lauflänge. Wie viel ihr davon braucht, schreibe ich euch dann auf die Materialseite vor dieser Einstellung. Und ich nehme für die Anschlagsreihe eine Häkelnadel Nummer 3,5 und dann steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, so dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe ihn nur durch eine Schlinge und dann durch die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden wieder ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, ziehe ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2 in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und ich häkle eine Kette, die circa 50 cm hat. Das könnt ihr für alle Größen gleich machen. Bei mir sind das 82 Maschen. Wichtig ist, die Zahl muss durch 6 teilbar sein. Und dann brauchen wir 4 zusätzliche Maschen für die Zunahmen. Ich schreibe euch verschiedene Maschenzahlen hin, falls ihr ein völlig anderes Material verwendet als ich. Ich häkle meine 82 festen Maschen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Anschlagskette hat ziemlich genau 50 cm. Es kommt hier nicht auf einen Zentimeter mehr oder weniger an. Wichtig ist, dass die Zahl durch 6 teilbar ist, plus 4 zusätzliche Maschen. Ich habe 82 feste Maschen angeschlagen. Wir teilen jetzt die Abschnitte ein und wir teilen auch die Zunahmen ein. Und falls ihr eine andere Maschenzahl genommen habt als ich, schreibe ich euch die Einteilungen für die anderen
Zahlen oben in die Ecke. Ich kippe jetzt das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind, und ich steige auf eine Häkelnadel Nummer 4 um, damit dieses Maß erhalten bleibt. Und ich starte mit 3 Luftmaschen, die zählen bereits als Stäbchen. Damit ist diese erste Masche besetzt. Und bei der Maschenzahl von 82 häkle ich 13 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen. Und wenn ich meine 13 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 13 Stäbchen gehäkelt inklusive dieser 3 Luftmaschen. Die zählen ebenfalls als Stäbchen. Dann häkle ich in die nächste Masche 3 Stäbchen in eine Masche. Das ist die erste Zunahme, also alle 3 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir wieder dieselbe Anzahl wie hier, bei mir 13. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 13 Stäbchen gehäkelt, ihr eure Anzahl. Und jetzt folgt die zweite Zunahme. Und das bedeutet, wir häkeln 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt folgt die doppelte Anzahl dieser Abschnitte hier, also bei mir 26. Und wenn ich 26 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine 26 Stäbchen gehäkelt, ihr eure Anzahl. Jetzt folgt die dritte Zunahme. In die nächste Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt folgen bei mir wieder 13 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Jetzt folgt die vierte Zunahme. Auch die besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt muss genau diese Zahl, die wir am Anfang verwendet haben, wieder übrig bleiben. Bei mir sind es 13 Stück. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier ist das Vorderteil, hier ist das Rückenteil, hier sind die Ärmel. Und das muss nicht flach auf dem Tisch liegen, wenn das Teil größer wird, denn es wird ja so getragen dann. Und wir wenden die Arbeit und jetzt ist es ganz einfach, egal wie viele Maschen ihr genommen habt. Wir beginnen immer mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen ab bis zur ersten Zunahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Zunahme gehäkelt. Hier sind die 3 Stäbchen in einer Masche, die erkennt man sehr gut. Ins erste Stäbchen dieser 3 häkeln wir ein Stäbchen, ins mittlere Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und dann wieder Stäbchen bis zur nächsten Zunahme. Und das bedeutet, hier im Randbereich haben wir jetzt ein Stäbchen mehr und in den Zwischenbereichen, wo wir auf beiden Seiten eine Zunahme haben, werden es in jeder Reihe 2 Stäbchen mehr. Wir häkeln also wieder bis zur nächsten Zunahme
und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich bin wieder bei den 3 Stäbchen angekommen. Ins erste häkeln wir ein ganz normales Stäbchen, ins mittlere immer 3 Stäbchen in eine Masche und dann wieder Stäbchen bis zur nächsten Zunahme, und das machen wir mit allen Zunahmen so. Immer ins mittlere Stäbchen kommen 3 Stäbchen in eine Masche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens das letzte Stäbchen häkelt, nicht weiter unten einstechen, sonst wird dieses Stäbchen zu kurz und mit der Zeit zieht sich dieser Rand zusammen. Also immer in die 3. Luftmasche. Da muss man manchmal ein bisschen bohren, weil die manchmal ein bisschen klein wird, aber es muss die 3. Luftmasche sein. Und die Reihe, die wir soeben gemacht haben, wird nun ständig wiederholt, bis ihr das gewünschte Maß für eure Größe erreicht habt, und gemessen wird hier vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen. Dieses Stück hier muss eine bestimmte Breite haben. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und wie gesagt, immer diese Reihe wiederholen, immer die Zunahmen machen, bis das Teil die gewünschte Breite erreicht hat, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 146-152 das gewünschte Maß erreicht. Das sieht im Moment so aus. Ich habe hier ungefähr eine Weite von 41 cm und die Passenhöhe ist bei mir ca. 23 cm. Ich schreibe euch Richtwerte für die Passenhöhe für alle Größen hin. Das sollte ungefähr übereinstimmen, aber wichtig ist, dass ihr die ausreichende Weite habt. Der Pullover darf ruhig ein bisschen zu weit sein, da soll ja auch noch etwas drunter passen. Und ich habe eine ungerade Anzahl an Reihen gehäkelt. Ich befinde mich jetzt also auf der schönen Seite, das erkennt ihr hier an der Anschlagsreihe. Hier auf der schönen Seite sind diese Maschen glatter als hier auf der Rückseite, und der Faden hängt im Moment bei mir auf der linken Seite. Und wie gesagt, das Ganze nicht so hinlegen, das funktioniert nicht, sondern es wird ja so getragen. So muss es flach sein. Und jetzt teilen wir die Ärmel ab und ich ändere auch gleichzeitig ein bisschen das Muster. Ich häkle jetzt eine Reihe feste Maschen. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und häkle gleich in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche. Und ich häkle feste Maschen, bis wir zur ersten Zunahme kommen, und zwar bis ins mittlere Stäbchen, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Zunahme bis ins mittlere Stäbchen feste Maschen gehäkelt. Dieser Teil ist der Ärmel, den überspringen wir jetzt. Ihr klappt ihn euch einfach zusammen und startet bei der nächsten Zunahme wieder im mittleren Stäbchen und häkelt wieder
feste Maschen das ganze Rückenteil entlang bis zur nächsten Zunahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das Rückenteil hinüber gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Ich bin wieder im mittleren Stäbchen der Zunahme. Ich überspringe wieder den Ärmelteil und starte wieder im mittleren Stäbchen der Zunahme mit den festen Maschen. Und jetzt häkeln wir die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet und im Idealfall sollten die beiden Vorderteile zusammengezählt gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil und auf beiden Seiten vorne sollten gleich viele Maschen sein. Sollte es eventuell um eine Masche nicht stimmen, würde ich das in der nächsten Runde ausgleichen. Unter dem Arm, da sieht man das nicht. Also entweder eine Masche zunehmen oder eine Masche abnehmen. Und ich wende die Arbeit und bei den festen Maschen starte ich immer mit einer Luftmasche und beginne gleich im ersten Maschenkopf mit den festen Maschen und häkle einfach über alle festen Maschen, die jetzt vorhanden sind, wieder eine Reihe feste Maschen. Und wie gesagt, sollte es nicht stimmen, gleicht das unter dem Arm aus. Entweder häkelt ihr zwei feste Maschen in eine Masche, dann habt ihr eine Zunahme, oder ihr häkelt zwei zusammen abgemaschte feste Maschen, dann habt ihr eine Abnahme. Ich häkle die Reihe zurück und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Hinreihe und eine Rückreihe feste Maschen gemacht. Wir befinden uns wieder auf der schönen Seite, ich habe also gewendet und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und häkle auf jede feste Masche ein Stäbchen. Und ab jetzt muss die Maschenzahl unverändert bleiben. Und ich häkle bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Hinreihe Stäbchen gehäkelt und wir häkeln am Anfang immer 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen wieder zurück. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt, damit sich der Rand nicht zusammenzieht. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt 2 Reihen feste Maschen und 2 Reihen Stäbchen gehäkelt. Und diese 4 Reihen wiederholen wir jetzt immer abwechselnd. 2 Reihen feste Maschen, 2 Reihen Stäbchen und achtet darauf, dass die Maschenzahl immer dieselbe bleibt. Für die Gesamtlänge schreibe ich euch Richtwerte oben hin und ihr müsst hier von der Schulter gerade hinunter messen. Und wenn ihr am Ende merkt, dass sich kein ganzer Mustersatz mehr ausgeht, dürft ihr ganz ruhig mehr als 2 Reihen feste Maschen am Ende machen. Also ich würde vorläufig mit 2 Reihen festen Maschen enden und wenn dann noch ein bisschen etwas fehlt, häkeln wir noch einige Reihen feste Maschen dazu. Aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe
für die Größe 146, 152, mittlerweile circa 54 cm reicht, und zwar von hier gerade hinunter gemessen, also vom obersten Punkt bis zum Rand hinunter. Ich möchte gern 56 cm, das heißt, ich häkle jetzt noch ein paar Reihen feste Maschen. 2 Reihen habe ich schon gemacht. Ich werde noch 4 Reihen feste Maschen dazu häkeln und ihr macht so viel, bis ihr die Gesamtlänge für eure gewünschte Größe erreicht habt, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht. Ich habe hier unten insgesamt 6 Reihen feste Maschen gemacht. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Ich drehe das Ganze um. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Wie gesagt, das erkennt ihr hier an der Anschlagsreihe. Hier sind die Maschen glatter als auf der Rückseite, und ich knote hier ganz am Rand neu an und ich steche ein bisschen tiefer ein. Also ich schaue, dass ich nicht nur einen Faden erwische. Ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und häkle dann in jede Einstichstelle ein Stäbchen. Und wie gesagt, ihr dürft hier ruhig ein bisschen tiefer einstechen. Und ich häkle lauter Stäbchen, bis wir hier drüben ankommen, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe aus jeder festen Masche ein Stäbchen aufgenommen, und das bedeutet, die Anzahl der Stäbchen entspricht genau der Anzahl, die ihr ganz am Anfang angeschlagen habt. Bei mir sind es 82 Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die Kapuze gerade hoch, immer nur Stäbchen, und ihr müsst auf 2 Dinge achten. Erstens, dass die Maschenzahl immer gleich bleibt, und zweitens, wenn ihr zum Ende der Reihe kommt, dass ihr wieder darauf achtet, dass ihr immer in die 3. Luftmasche das letzte Stäbchen häkelt. Sonst wird das Randstäbchen zu kurz und der Rand zieht sich zusammen. Und ich häkle jetzt die Kapuze gerade hoch, und die Maße für die verschiedenen Größen schreibe ich euch hin. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Kapuze gerade hochgehäkelt. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Das erkennt ihr daran, wenn der Anfangsfaden auf der rechten Seite hängt, wenn es gleich liegt wie bei mir. Und ich mache jetzt eine Naht, und zwar mache ich die Naht auf der schönen Seite, also so, dass man sie von außen sieht. Dazu klappt ihr einfach die Kapuze zusammen und stecht hier hinten ins Ersatzstäbchen in die 3. Luftmasche ein, holt den Faden durch, häkelt eine Luftmasche, und dann häkeln wir Stäbchen für Stäbchen die Kapuze zusammen. Also vorne das erste Stäbchen, hinten das erste,
dann das zweite Stäbchen vorne und hinten, damit das genau zusammenpasst. Und so schließen wir die Naht und häkelt möglichst weit an den Rand hinaus. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Naht geschlossen. Ich häkle am Ende eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und diesen Faden könnt ihr später in eine Wollnadel einfädeln, nach innen durchziehen und dann auf der Innenseite vernähen. Und jetzt behäkeln wir die vorderen Kanten. Ich beginne wieder auf der schönen Seite, ich habe nichts verändert, von hier unten rundherum wieder herunter. Und zwar häkeln wir zunächst eine Reihe feste Maschen. Wir schlingen hier möglichst weit am Rand neu an. Machen einen Knoten. Wir stechen in dieselbe Öffnung noch einmal ein, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche, über den Faden können wir drüber häkeln und wir häkeln feste Maschen. Hier steche ich in jede Einstichstelle ein, die sich anbietet. Macht nicht zu viele feste Maschen hier über den Bund und auch nicht zu wenige. Es soll sich nicht wellen, es soll sich auch nicht zusammenziehen. Hier bei den Stäbchen mache ich immer 2 feste Maschen, da wo am Rand Stäbchen sind, und hier wo diese Zwischenreihen sind, mache ich pro Reihe eine feste Masche, also wieder 2, und um die Stäbchen immer 2. Und das machen wir einmal rundherum, bis wir hier wieder ankommen, auch um die Kapuze rundherum. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die erste Reihe fester Maschen gehäkelt. Jetzt wenden wir sozusagen die Arbeit, beginnen mit einer Luftmasche und häkeln auf jede feste Masche, die jetzt vorhanden ist, eine feste Masche drauf, und ich mache insgesamt 4 Reihen feste Maschen. Eine haben wir schon gemacht, also noch 3, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 4 Reihen feste Maschen gehäkelt. Ich befinde mich auf der schönen Seite, das erkennt ihr jetzt hier an der Kapuzennaht, und wir machen jetzt auch hier eine Naht, so wie bei der Kapuze, auf der schönen Seite mit festen Maschen, und ich würde nicht ganz bis zum Halsrand hinauf die Naht schließen, sondern 2 bis 3 cm hier noch offen lassen, damit der Kopf des Kindes gut durchpasst. Und wir klappen die Teile wieder zusammen. Wir häkeln eine Luftmasche und stechen vorne und hinten durch die erste feste Masche ein, holen den Faden durch und häkeln eine feste Masche und schließen Masche für Masche die Naht bis beinahe oben beim Halsrand. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe die vordere Naht geschlossen mit festen Maschen. Hier ist der Halsrand, das erkennt ihr hier. Hier ist eine Zunahme, das gehört zur Jacke und der obere Bereich gehört zur Kapuze. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und im nächsten Schritt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Und dazu beginnen wir unter dem Arm und hier genau schauen. Hier sind die schönen Maschen, diese Stäbchen vom Hauptteil und hier unten bieten sich noch zwei weitere Einstichstellen an, ganz in der Nähe des unteren Teiles und hier schlinge ich neu an. Am Ende der Reihe ist das genauso. Ich steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle ein, wo der Faden drin ist, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und dann steche ich, bevor die schönen Maschen kommen, hier noch einmal ein und häkle ein Stäbchen, damit hier ja kein Loch entsteht und dann häkle ich auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und ich befinde mich auf der schönen Seite und am Ende der Reihe oder Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, habe auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt und auch hier, nachdem die schönen Maschen zu Ende sind, bieten sich noch 2 Einstichstellen an, damit wir auch hier kein Loch bekommen und damit das gleich ist wie auf der anderen Seite. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Hier sind die 3 Luftmaschen des Ersatzstäbchens. Hier schließen wir in die 3. Luftmasche zur Runde, häkeln 3 Luftmaschen und häkeln jetzt die nächste Reihe auf der Innenseite retour. Das machen wir deshalb, damit der Rundenübergang gerade verläuft und wir häkeln quasi auf der Innenseite die Reihe zurück. Das bedeutet, die ungeraden Reihen sind immer Hinreihen, die sind auf der Vorderseite zu häkeln und die Rückreihen, die geraden Reihen, auf der Innenseite. Wir machen keine Abnahmen, wir häkeln die Ärmel vorerst gerade hinunter bis zum Ärmelbund und ich zeige euch am Ende der Runde noch einmal, wie man die Runde schließt und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich schließe wieder in die 3. Luftmasche zur Runde. Wichtig, die Maschenanzahl bleibt unverändert. Kontrolliert das am Anfang, ob es passt. Und ganz wichtig, notiert euch die Maschenzahl für den zweiten Ärmel. Auch später dann beim Bund. Am besten immer die Maschenzahl notieren, damit beide Ärmel gleich werden. Und jetzt machen wir das so, wir häkeln zuerst 3 Luftmaschen, dann drehen wir das Ganze um und häkeln
die Hinreihe, also diese dritte Reihe, jede ungerade Reihe wieder auf der schönen Seite und jede gerade Reihe auf der Innenseite. Und wenn ihr die Arbeit zwischendurch weglegen wollt, macht ihr am besten zuerst noch ein paar Stäbchen in die richtige Richtung. Dann müsst ihr nachher nicht überlegen, in welche Richtung ihr gerade unterwegs seid. Und jetzt häkeln wir den Ärmel gerade hinunter bis zum angegebenen Maß. Das ist das Maß ohne Bund. Es sind Richtwerte, denn natürlich am allerbesten passt es, wenn man eine Anprobe machen kann. Und wenn ihr das angegebene bzw. gewünschte Maß erreicht habt, ohne Bund, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die benötigte Ärmellänge erreicht. Ich mache jetzt das Böndchen auf der schönen Seite und ich beginne mit einer Luftmasche und ich reduziere jetzt die Maschenzahl um circa 1/3 und das mache ich so: Ich häkle zuerst eine gewöhnliche feste Masche, dann häkle ich 2 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, dann in die zweite Masche, holen den Faden durch. Wir haben 3 Fäden auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das ist in der nächsten Reihe nur noch eine feste Masche. Das Ganze mache ich noch ein zweites Mal und dann häkle ich wieder eine gewöhnliche feste Masche. Dann wieder 2 zusammen abgemaschte feste Maschen, ein weiteres Mal 2 zusammen abgemaschte feste Maschen und eine gewöhnliche feste Masche. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt um circa 1/3 weniger Maschen als vorhin bei den Stäbchen. Und wieder mein Tipp: Notiert euch die Maschenzahl, damit der zweite Ärmel gleich wird. Und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde und ich häkle dieses letzte Stück immer auf der schönen Seite. Ich wende jetzt nicht mehr und ich mache das Bündchen ungefähr 4 cm breit. Das sind bei mir 8 Reihen feste Maschen und ich starte immer mit einer Luftmasche und starte gleich in der ersten festen Masche und häkle insgesamt 8 Runden feste Maschen und am Ende immer in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde schließen. Achtet darauf, dass die Maschenzahl unverändert bleibt. Und wenn ihr dieses Bündchen gemacht habt und den zweiten Ärmel auch, dann müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unser Kinderhoodie ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses einfachen Kinderhoodies und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.